Marokko, ein Land mit endlosen Sanddünen und Dromedaren. Unzählige Sandkörner, soweit das Auge reicht. Eine Nacht mitten unter den Sternen der Sahara. Das ist ein Traum von vielen. Wir erfüllen uns diesen Traum. Einmal über Sanddünen laufen. Einmal den klaren Sternenhimmel in einer Wüstennacht sehen. Einmal im Beduinenzelt in der Wüste schlafen. Plötzlich standen wir in Marrakesch und unser nächstes Ziel war die Wüste. Eigentlich wollten wir das Ganze selbst organisiert machen, standen aber vor einigen Problemen. Wir wollten das ganze Strecke, die schon ein ganzes Stück ist, mit mehreren tollen Zwischenstopps machen. Der erste Stopp, der Bus dorthin, der war dann plötzlich ganz schön teuer, schon über 20 Euro. Pro Person. Pro Person. Dann haben wir natürlich entdeckt, wie die meisten die Wüste auch machen von Marrakesch aus, mit diesen Tagestouren. Meistens sind es 3 Tagestouren, wo richtig viel inkludiert ist. Und dann mussten wir uns überlegen, vielleicht lohnt sich das halt schon. Dann haben wir uns entschieden, so eine Tour zu buchen. Und die werden wir jetzt machen, bis wir hier in diesem wunderschönen Gebiet sind. Guten Morgen! Guten Morgen, liebe Freunde. Wir sind hier jetzt noch mitten in Marrakesch, denn von hier aus beginnen die meisten Touren. Es geht natürlich aber auch in anderen Städten wie Fes. Aber ja, genau, wir haben jetzt 7 Uhr. Kurz nach 7, ja. Wir werden jetzt gleich von unserem Bus abgeholt und dann geht's los. Der erste Teil der Fahrt geht hier mitten durchs Gebirge. Sieht wunderschön aus, richtig geile Gesamtkulisse. Wir haben jetzt hier einen kleinen Stopp gemacht auf ca. 2200 Meter. Und ja, also dieser Teil ist einfach auch schon irgendwie richtig geil. Wir sind Raimund und Sophie. 2024 haben wir den Job gekündigt, Sachen gepackt und sind los. Wir sind auf Weltreise seit einem Monat. Und haben seitdem 2 Länder bereist. Also folge unserer Reiseenergie, denn Reisen endet nie. Wir sind jetzt in Aït Ben Haddou angekommen, haben jetzt gerade Mittag gegessen. Das war das teuerste Mittagessen, was wir bisher in ganz Marokko hatten. Das gehört halt auch zu diesen Touri-Touren immer ein bisschen dazu. Man aber hat genau. halt diese Touri-Restaurants, wo man halt deutlich mehr zahlt und eigentlich keine Wahl hat. Aber man muss aber sagen, wenigstens das Hauptmenü war ganz gut gewesen. Aber jetzt eben das erste Highlight, wir zeigen euch das jetzt gleich mal. Aït Ben Haddou, haben die meisten vielleicht noch nicht direkt gehört, aber vielleicht sogar schon mal gesehen. Denn Aït Ben Haddou war schon häufiger eine Filmkulisse. Aït Ben Haddou ist eines der absoluten Highlights hier in Marokko. Warum? Es ist ein uraltes kleines Berberdorf aus dem 11. Jahrhundert, also ursprünglich. Und bekannt wurde es tatsächlich als mehrere Filmkulissen. Also es war Filmkulisse für Gladiator, Game of Thrones und viele weitere Serien und Filme. Es ist ein super Touristenmagnet hier, also muss man schon ehrlich sagen, es sind sehr viele Leute hier, aber es ist trotzdem auch sehr einzigartig, dieses Dorf hier zu sehen. Also diese Lehmgebäude, alles irgendwie so in rotbraun gehalten, ist schon sehr einzigartig. Man muss sagen, die geführte Tour jetzt hier ist sehr schnell. Also wir haben eigentlich kaum Zeit, jetzt was für uns selbst zu machen. Aber das ist halt nun mal so bei geführten Touren. Dafür kriegt man halt ein bisschen was an Informationen. Das ist halt immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Im Ursprungsplan wollten wir eigentlich gern eine Nacht hier in Aït Ben Haddou, in diesem neuen Dorf nebendran, schlafen. Dann hätten wir, wenn alle Touristen weg sind abends, den Ort hier nur für uns gehabt und hätten ihn so richtig genießen können. Das geht natürlich jetzt in dem Format nicht. Jetzt sind wir vielleicht 1 Stunde hier insgesamt und dann geht es direkt wieder weiter. Let's go, let's go! Wir sind jetzt nach ungefähr 3 Stunden Busfahrt plus kleine Toiletten- und Kaffeepausen in Tingue hier angekommen. Zu dem Ort sagen wir euch gleich noch was, aber erstmal zur Fahrt. Diese Landschaft, Leute, sie ist wunderschön, es ist so krass. Es ist so ein Mix aus Wüste, Steppe, im Hintergrund sieht man die Berge und wirklich, da ist einfach nicht viel. Ich liebe es ja irgendwie durch die Länder durchzufahren, man kriegt immer so einen authentischen Eindruck, aber diese Landschaft, die war wirklich wie gemalt. Und ich muss schon zugeben, mich hat es dann schon so ein bisschen gezwickt,
Ja, wir haben euch ja schon gesagt, wir hatten ursprünglich die Idee, mit einem Mietauto zu fahren. Wenn man diese Landschaft sieht, dann denkt man sich so, da wäre ich jetzt schon auch ganz gern selber mit dem Auto durchgefahren, hätte mal anhalten können und es nochmal anders aufnehmen können. Also man muss schon sagen, für den Preis hier wird einem unterkunftstechnisch echt viel geboten. Ich glaube, das ist die geilste Unterkunft, die wir in ganz Marokko bisher hatten. Die erste auch mit Aircon. Das Zimmer ist wirklich groß und obwohl eigentlich laut dem Anbieter Shared Bedrooms, also geteilte Badezimmer dran stand, haben wir ein eigenes Badezimmer mit Aircon. Das Zimmer ist schön groß, hier eine Terrasse draußen. Ich muss schon sagen, Tenerife selbst hat vielleicht nicht so viel zu bieten. Wir würden es eh nicht mitbekommen, weil wir sowieso morgen früh direkt weiterfahren. Wir haben ja jetzt schon abends, also für uns ist heute noch Abendessen angesagt. Das Coole ist, hier gibt es einen Pool. Ich denke, wir springen noch mal rein. Dann machen wir uns fresh, dann ist Abendessen. Und dann wird es wahrscheinlich auch heute schon gar nicht mehr so viel gehen. Aber es ist trotzdem ein echt hoher Standard. Es ist ja nicht mehr ganz so warm und die Sonne ist auch weg. Aber es ist trotzdem ganz cool. Und wir haben mal einen Pool. Haben wir sonst auch nie. Wunderschönen guten Morgen. Das Abendessen gestern war ein bisschen spärlich für so all-inclusive und Getränke musste man auch extra zahlen. Aber jetzt beim Frühstück gibt es Buffet und wir können uns hier stärken, bevor es dann weitergeht. Wir sind jetzt losgefahren, wir haben jetzt kurz vor 9 und unser erstes Ziel ist eine Schlucht. Bevor wir dort aber ankommen, nehmen wir wieder ein paar Zwischenstopps mit, zum Beispiel hier in einem Valley, also einem Palmen-Oasental, sag ich jetzt mal, wo das Wasser reinläuft vom Gebirge. Und sieht richtig, richtig cool aus. Hier ist eine richtig grüne Oase mittendrin. No problem, is organic. Because their Berber family, they live with animals. Good. No McDonald's, no Carrefour. Ein bisschen das klassische Touri-Programm. Jetzt wird hier Tee getrunken bei irgendwelchen Leuten. Wir machen gerade irgendeine Tour, wir wissen nicht so richtig, um was die eigentlich geht. Der erzählt vor allem von sich selbst. Ja, keine Ahnung. Ist zwar ganz nett, aber es ist halt eine super Touri-Masche. Aber gehört wahrscheinlich irgendwie dazu. You like Morocco? Yes. You like Morocco? It's pretty nice. I love Morocco. They do many facility for the payments. They accept credit card, dirham, dollars, euros. As well, they organize shipping to every country Istanbul by DHL Express. Also hier jetzt in diesem Tondra Village, hier ist es schon mit Betteln echt krass. Also wenn wir hier so durchlaufen, überall sind Kinder, die betteln, versuchen die irgendwelche Sachen für umsonst abzugeben, dass du dann dem ein bisschen Kleingeld gibst. Einer war sogar an meiner Tasche gewesen. Das erste Mal hier in Marokko, muss man aber auch sagen. Das war schon krass. Also klar, die Leute können nichts dafür, die sind arm. Die versuchen alles. Die Kinder werden halt betteln geschickt. Das ist halt schon irgendwo echt hart zu sehen. Aber das ist Teil davon, wenn man halt hier so ins Hinterland fährt. Man sieht halt viele, viele arme Leute. Muss man halt auch aushalten können. Wir waren jetzt noch in der Tutra-Schlucht. Es gibt hier zwei so ein bisschen bekanntere Schluchten. Die Tutra, da fahren die Busse und Autos durch. Das ist ein bisschen breitere Straße und es gibt eine, da fahren die Busse nicht durch, sondern ist irgendwie sehr, sehr schmal. Da kann man halt beim eigenen Auto durchfahren. Sah aber ganz, ganz cool aus. Die Felsen ziehen links und rechts schon ordentlich hoch. Aber an sich ist jetzt auch nicht viel drumherum. Ein kleiner touristischer Ort, so trotzdem eine Attraktion. Wir haben jetzt 11:30. Hat es auch leider angefangen zu regnen. Wir hatten jetzt noch ein bisschen Glück. Seit wir im Auto sind, regnet es jetzt noch stärker. Ja, und jetzt geht es eigentlich auch schon wieder weiter. So, wir sind jetzt schon ein ganzes Stückchen weiter gefahren. Wir hatten auch schon Mittagessen gehabt. Sophie und ich haben nichts gegessen, aus einem einfachen Grund. Wir hatten leider wieder nur die Auswahl für ein Restaurant. Also es gab in dem Örtchen wirklich nichts anderes. Und da gab es auch wieder nur so ein Menü mit Vorspeise, Hauptspeise, Dessert, aber halt super überteuert. Also 120 Dirham. Jeder, der Marokko war, weiß, dass das schon ordentlich teuer ist. Wir beide hatten aber auch gar nicht so Hunger, deshalb haben wir gesagt, wir skippen das jetzt einfach, haben einfach nur einen Tee und einen Kaffee getrunken. Wir sind jetzt hier in einem kleinen Shop
wo man sich im Prinzip für die Wüstentour vorbereiten kann. Also sich halt so Scarves, also so Schals und so und Kleidung kaufen kann. Man muss aber auch sagen, das Zeug sieht wirklich nicht qualitativ aus. Also es ist wirklich eher so ein bisschen Touri-Souvenirshop. Die Preise sind auch wirklich total überzogen. Also ich habe es mitbekommen von einem anderen, der hier auch mitfährt, der hat mich gefragt und war wohl schon ziemlich teuer hier alles. Wir haben es geschafft, nur noch ein paar Minuten und wir sind in der Wüste. Es geht jetzt los in die Sanddünen. Auch der Moment, wo wir jetzt hier vollends reingefahren sind nach Merzouga. Ganz ehrlich, was für ein Moment, diese Wüste zu spüren, diese Größe, unglaublich. Und dann sieht man, wie diese Dünen da hochgehen. Und ja, ich habe richtig Bock. Ich bin ready, wie ihr seht. Los geht's. Leute, wir laufen durch die Sanddünen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Beduinencamp. Das ist ungefähr eine Stunde, hieß es. Die anderen sitzen auf den Kamelen. Wir haben uns dagegen entschieden. Man muss sagen, es gibt leider wirklich total wenige Möglichkeiten, nicht auf dem Kamel durch die Wüste zu gehen. Also eigentlich alle Tagestouren, die wir so gefunden haben, beinhalten immer diese Kamelritte. Vor allem, wenn man Tagestouren von Marrakesch oder Fes ausnimmt oder so. Also diese klassischen großen Touren halt. Wenn man hier direkt im Ort ist, kann man auch Quad-Touren oder sowas buchen. Das machen wir vielleicht die Tage noch. Genau. Wir wollen das auch gar nicht jetzt irgendwie werten machen, das soll jeder für sich entscheiden. Wir waren jetzt hier einfach da und haben vor Ort gemerkt, okay, wir haben das Gefühl irgendwie, das... Ja, wir fühlen es gerade gar nicht, auf dieses Kamel zu steigen. Ja, irgendwie. Ich weiß nicht. Ich bin da sowieso immer so, ich möchte das sowieso immer nicht eigentlich. Deshalb, ich kann laufen. Wir saßen sowieso den ganzen Tag im Auto. Es tut mir gerade echt gut zu laufen. Ich glaube, es geht uns beiden so. Ja, und die Landschaft ist trotzdem so krass. Ja, es ist wunderschön. Es ist so krass. Ja. Unglaublich, wirklich unglaublich. Das zu erleben ist einzigartig. Das ist so wirklich ein Bucketlist-Moment für uns beide. Wow. Wir sind jetzt im Camp angekommen. Die Zimmer sind eigentlich ganz süß soweit. Ist halt nicht viel drin, eigentlich nur das Bett, beziehungsweise ein großes Bett, ein kleines Bett und das war's, ansonsten gar nichts. Strom geht aktuell nicht. Weil es regnet immer noch. Weil es regnet gerade und normalerweise hat man hier Strom über Solar halt und dadurch, dass es halt jetzt wohl die letzten Tage ziemlich bewölkt war, funktioniert es nicht. Die werden aber wohl nachher den Generator anschalten und dann werden wir zumindest ein bisschen Strom haben, aber gerade im Moment nicht. Ist aber soweit jetzt auch nicht schlimm. Aber die Camps hier sind generell immer gar nicht so klein, wie man sich wahrscheinlich vorstellen würde. Es gibt auch richtige, ich sag mal, Luxuscamps. Ja, also wir haben jetzt die einfachste Variante, genau. gehe ich mal von aus. Das ist ja mit geteiltem Bad, ist aber für uns vollkommen okay. Aber hier gibt es, glaube ich, so für jeden, für jede Preisklasse, für jede Komfortklasse ist hier was gegeben. Wir gehen jetzt gleich noch eine Runde Sandboarden, beziehungsweise laufen erstmal hoch, mal schauen, wie es ist, weil es fängt gerade wieder an zu regnen. Deshalb gucken wir mal. Hey, hat auch nicht jeder mal bei Regen in der Wüste zu sein. Kommt ja nicht so häufig vor. Ja, das stimmt. Ist auch irgendwie besonders. Haben wir jetzt sogar. Also ich glaube, wir haben mit vielem gerechnet, aber nicht, dass es in der Wüste regnet. Das ist irgendwie so, da denkt man gar nicht dran. Obwohl es ja klar natürlich auch passiert. Für die Leute, die vielleicht Merzouga und die Wüste nicht über so eine Tour machen möchten, wir hatten ursprünglich vorher mit dem Bus weiter von Ait Ben Haddou mit dem Bus nach Merzouga zu fahren und dann hier eine Unterkunft kann man auch in Merzouga buchen und von dort aus auch die Touren machen. Also zum Beispiel, dass man eine Nacht auch so eine Tour macht, hier mit so einer coolen, in der Wüste schlafen und dann zum Beispiel aber noch hinten dran Nächte hängt. Das werden wir jetzt auch machen. Wir werden die nächsten Nächte auch noch in Merzouga verbringen. So, ist ein bisschen dunkel hier. Das liegt nicht daran, dass es dunkel geworden ist, Das liegt immer am Tuch. sondern es liegt einfach daran, dass wir hier zugemacht haben und gerade kein Sonnenlicht reinkommt. Weil ihr hört es vielleicht im Hintergrund, Sandboarden ist ins Wasser gefallen, in der Wüste, wortwörtlich, weil es hat mega angefangen zu regnen. Ganz ehrlich, hätten wir jetzt nur diese Tagestour, also dass wir jetzt nur heute Nacht hier wären, würde ich mich, glaube ich, richtig ärgern. Aber Ja, ich weiß, schon. dass wir noch zwei Nächte Also es hier tut mir sind. schon ein bisschen leid für die anderen jetzt, Ja, die voll. jetzt morgen wieder nach Marrakesch zurückfahren. Aber genau, vielleicht wird es nachher wieder ein bisschen besser. Die Leute hier wollen wohl nachher noch ein Feuer anmachen, das wäre richtig schön, Ja. wenn es ein bisschen noch ein bisschen Es gibt nachher früher Abendessen, so gegen 8:30. Wir haben jetzt so 6:30, soweit ich weiß. Also wir haben jetzt ein bisschen so Zeit für uns einfach.
Und genau, dann gibt es nachher Essen und dann Feuer mit Musik. Hoffentlich fällt das jetzt nicht auch ins Wasser. Mal gucken. Da sind wir wieder, 2 Tage später, in der Sahara sitzend. Wir haben die Zeit in Merzouga hier sehr genossen, haben jetzt auch gar nicht mehr groß Touren oder so gemacht. Also Genau, wir hatten ja darüber nachgedacht, noch eine Quad-Tour zu machen, haben uns ja aber dagegen entschieden, sondern haben einfach lieber die Zeit genutzt, wirklich in der Wüste spazieren zu gehen. Auch das ist hier echt eine coole Option, also für alle, die hier noch eine Nacht dranhängen oder auch einfach so nach Merzouga kommen. Man kann hier auch einfach alleine in die Dünen reinlaufen, solange man natürlich in der Sichtnähe von Merzouga bleibt. Und das geht hier eigentlich ziemlich gut. Wir sitzen jetzt hier einfach auch eine Viertelstunde reingelaufen in die Dünen und um uns rum das wunderschöne Panorama und das fühlt sich so mächtig und so geil an und trotzdem keine Verirrungsgefahr. okay, an dieser Stelle müssen wir uns korrigieren. Wir haben doch noch eine Jeep-Tour gemacht. Am Anfang haben wir gedacht, das wäre eigentlich voll langweilig und vielleicht lohnt sich das gar nicht. Wir müssen aber sagen, es war schon echt cool. Die Tour war so ein bisschen entlang der Sanddünen, also ein bisschen durch die Dünen gefahren, was irgendwie auch schon witzig ist, mit so einem 4x4 durch die Dünen zu fahren. Dann haben wir so ein kleines Nomadendorf gesehen mit so ein paar Zelten. War auch ganz interessant. Eine Mine konnten wir bestaunen, was auch echt cool war. Und einfach die Landschaft hat sich dann halt komplett verändert. Also wir sind sozusagen einmal so ein bisschen durch die Sanddünen durchgefahren und auf der anderen Seite war dann halt die Wüste komplett anders. Es war dann so teilweise festes Gestein, mit Kohle, irgendwie so Asche bedeckt. Unser Guide hat gemeint, da gab es einen Vulkan in der Nähe oder gibt es einen Vulkan, der wahrscheinlich irgendwann mal ausgebrochen ist. Und dadurch die Landschaft sich so verändert hat. Aber was das Coolste für uns war, war einfach, dass wir Dromedare gesehen haben, die halt einfach gegrast haben. Kein Geschirr auf, keine Leinen, sondern einfach nomadisch in dieser Landschaft gegrast haben. Die waren nicht wild, also es gibt keine wilden Dromedare, hat unser Guide gesagt in Marokko. Aber es war trotzdem einmalig zu sehen und haben schlussendlich fast 2 Stunden gemacht und haben dann auch statt den 300 Dirham dann 500 bezahlt, weil das im Endeffekt eigentlich dann schon die doppelte Zeit war. Damit sind wir hier auch schon am Ende dieses Videos angelangt und müssen uns jetzt fragen, hat sich diese 3-Tagestour für uns gelohnt? Genau, ich meine, das interessiert dich ja sicher. Würden wir es weiterempfehlen, würden wir es wieder machen oder würden wir es anders machen? Also wir würden sagen, preis-leistungstechnisch, glaube ich, gibt es da nichts zu meckern. Also wir haben insgesamt, ich glaube, so knappe 90 € pro Person bezahlt. Es gibt halt auch deutlich teurere Angebote. Also wir hatten Leute in der gleichen Gruppe, die haben mehr bezahlt. Also da ein bisschen gucken. Also wir haben es über Get Your Guide gebucht. Kann man vielleicht auch da schauen. Und man muss halt schon ehrlich sagen, ich meine, man hat 2-mal Übernachtung mit drin in einem wirklich sehr schönen Hotel und einmal im Beduinencamp, was einfach ist, aber vollkommen ausreichend, da die Nacht sowieso sehr kurz ist. Und Abendessen und Frühstück war jeweils dann 2-mal mit dabei. Genau. Transport mit dabei und ein paar Besichtigungen, also ein paar Stops auf dem Weg, was halt natürlich auch cool ist, gerade im Vergleich zu einer einfachen Busfahrt, wo man halt im Prinzip durchfährt. Also ich muss gerade sagen, wie wir es ja ursprünglich geplant hatten, dass wir selber mit dem Bus erst nach Ait Ben Haddou und dann weiterfahren. Ich glaube, das würde ich so nicht empfehlen, weil schlussendlich hat man diese Zwischenstopps nicht, sitzt trotzdem ewig im Bus. Und ich glaube, so viel billiger kommt man auch nicht raus, Nee, weil diese Busfahrten sind trotzdem extrem teuer und dann fahren die ja noch viel, viel, viel langsamer, weil die ja überall halten. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass wir sogar wahrscheinlich insgesamt teurer dran gewesen wären. Weil wenn man sich überlegt, dass man dann auch noch jeweils Unterkünfte buchen müsste auf dem Weg, da hat man vielleicht auch mal nicht die Möglichkeit, direkt am selben Tag noch eine Weiterverbindung zu bekommen, muss vielleicht so noch eine Nacht länger dranhängen. Was uns das halt an der Tour so ein bisschen gestört hat, man darf nicht vergessen, Raimund und ich, wir sind einfach jetzt auch schon viel gereist und haben viele Erfahrungen mitgenommen. Und diese klassischen Touri-Programme, die mögen wir nicht sonderlich. Die sind irgendwann, wenn man die zu oft hatte, einfach eher ein bisschen störend, ein bisschen arg aufgesetzt. Aber ich denke, so als normaler Urlauber kann man trotzdem sehr, sehr viel mitnehmen. Also auch zum Beispiel hier
dass man gezeigt bekommen hat, wie werden Teppiche gewebt und so. Das ist für den einen oder anderen bestimmt super cool. Wir haben uns aber halt schon 3-mal irgendwo gesehen hat in anderen Orten der Welt, dann ist halt irgendwann alles so ein bisschen so, ja, es fühlt sich irgendwie alles so ein bisschen gekünstelt an. Würde ich das jetzt nochmal machen, hätte ich wenig Zeit, ja. Genau, das wollte ich gerade nämlich sagen, weil rein von der Zeit her ist es natürlich auch top, weil du kriegst in wirklich sehr, sehr kurzer Zeit viel geboten. Also wer allein schon aus Zeitgründen sagt, er möchte die Sahara sehen, hat aber vielleicht nur 3 Tage Zeit, dann ist das top, perfekt, wirklich. Dann ist das top. Dann kann man auch über das klassische Touri-Programm, die Touri-Stops auch hinwegsehen. Und Leute, fahrt in die Sahara. Es gibt noch so eine kleine Wüste in der Nähe von Marrakesch. Das ist aber wirklich nur eine sehr, sehr kleine Wüste. Ich kann mir nicht vorstellen, oder so heißt die. Genau, dass dieses Feeling, das irgendwie da überhaupt rankommt, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, wir haben irgendwie mitbekommen, die Marokkaner nennen sie auch die falsche Wüste. Ich glaube, das sagt schon alles aus. Also, ja, wir waren selber nicht da, deshalb können wir kein Urteil machen, aber ich glaube, an das hier kommt es einfach nicht ran. Genau. Ich meine, das ist die Sahara, hallo. Aber für mich ganz klar, und sag ja, was ich auch dann, wenn wir nochmal irgendwie nach Marokko kommen sollten, gerne machen würde. Ich glaube, ich hätte lieber dieses bisschen Geld mehr in die Hand genommen und wirklich in ein Mietauto investiert. Das Doofe ist leider wirklich, dass eigentlich die perfekte Strecke jetzt hier von Marrakesch nach Merzouga wäre. Und das alles zurückzufahren, ist natürlich, Oder man fährt weiter nach Fes, weil es gibt keine so Mietauto-Angebote in dieser Strecke Marrakesch-Merzouga. Aber Leute, diese Landschaften, es ist so geil. Erst am Anfang dieses Atlasgebirge, dann diese Steppen, diese Wüsten, es ist so geil. Ich hätte so gerne häufiger da angehalten. Also es wäre schon echt cool gewesen, hätten wir einfach die Möglichkeit gehabt, jederzeit anzuhalten, so einfach einen Roadtrip. Gerade die Strecke jetzt als Roadtrip gemacht wäre einfach mega. Und die Straßen sind extrem gut und trotzdem, auf jeden Fall. Man kann sich die wirklich sehr, sehr sicher fühlen. Also ihr müsst echt, glaube ich, keine Angst haben. Gerade wenn man außerhalb der Städte ist, kann man, glaube ich, super gut hier fahren. Das Einzige, was ist in den Städten, da muss man halt wirklich ein bisschen aufpassen. Aber das heißt, insgesamt sind wir mit der Tour zufrieden, können es auch weiterempfehlen. Vor allem, wie gesagt, gerade für den normalen Kurzurlauber. Und ja, wir hoffen, euch haben diese Aufnahmen gefallen. Für uns war es, glaube ich, einer der magischsten Momente hier in ganz Marokko. Ja, also ich würde sagen, schon auf jeden Fall ein Highlight. Gerade Merzouga, gerade das hier, die Wüste. Ja, und das sollte man einfach nicht verpassen. Hallo ihr Lieben. Hallo. Nächste Destination. Schatzi, ich brauche dich nicht auf dem Bild. Wir müssen nochmal machen, Alter, ich zitter so heftig. In der Sahara sitzend, mitten in der Wüste. Stimmt gar nicht.